Ja, guten Morgen. Es ist kurz nach 6. Ich habe ziemlich schlecht geschlafen, was nicht zuletzt an dem heftigen Regen gelegen hat, den es heute Nacht gegeben hat und der bis jetzt angehalten hat. Das ist hier nicht so besonders spaßig, weil dadurch, dass das hier alles an einem Hang ist, der Boden dann aufweicht, kann es ja passieren, dass hier große Steinblöcke ins Rutschen geraten. Wie vor etwas über 10 Jahren ist ein großer Felsbrocken hier den Hang runtergefallen und hat ein halbes Dutzend Porter unter sich begraben. Jetzt scheint die Sonne langsam rauszukommen. Ich denke, wir packen bald unsere Sachen und machen uns dann auf den Weg. Ja, wir haben heute Morgen unser nasses Zeug zusammengepackt, sind dann im Regen losgelaufen und jetzt ungefähr eine halbe Stunde später ist die Sonne draußen. Es weht ein relativ kräftiger, kalter Wind und wir befinden uns knapp über 4000 Meter aktuell. Heute etwa 6 Stunden bis zum nächsten Camp. Die ganze Strecke auf dem Baltoro-Gletscher oder am Baltoro-Gletscher entlang. Wirklich eindrucksvolle Landschaft. So, wir sind jetzt seit etwa 2 Stunden unterwegs. Die Sonne ist mittlerweile aufgegangen und es ist etwas wärmer. Wir sind aber nach wie vor auf dem Baltoro-Gletscher unterwegs und dementsprechend weht hier die ganze Zeit auch ein kalter Wind. In den letzten 12 Stunden sind insgesamt 6 mal 2 Hubschrauber über uns geflogen.
die alle Richtung K2 Basecamp geflogen sind. Das bedeutet, dass jedes Mal irgendjemand ausgeflogen ist. Jetzt meint unser Guide, das sei normal. Ich finde das relativ viel, aber wir kennen die Situation vor Ort nicht. Kann natürlich sein, dass es irgendein Unglück gab. Das werden wir erst in den nächsten Tagen dann erfahren. Yes. In den letzten 2-3 Tagen kommen uns immer wieder Expeditionen vom K2 entgegen. Aufgrund des schlechten Wetters sind aktuell alle Expeditionen abgesagt. Eine kleine Anzahl an Kletterern hat es wohl geschafft. Die Mehrzahl muss allerdings abbrechen. Und das ganze Gepäck, die High Altitude Porters und so, die kommen über diesen Weg hier zurück. Das Wetter soll nicht gut sein. Auch am Gasherbrum 1 nicht. Ja, wir hoffen einfach, dass es sich die nächsten Tage so weit bessert, dass wir den K2 zumindest gut sehen können. Dass ich die Karoo-Pyramide besteigen kann. Und noch viel wichtiger, dass wir am Ende den Gondogoro überqueren können. Falls nicht, würde das bedeuten, dass wir denselben Weg wieder zurücklaufen müssen. Das hier ist Goro One, auch eine der Campsites. Wir machen hier Mittagspause, essen was und werden dann weiter nach Goro 2 laufen, wo wir dann übernachten. Hatten wir mal kurzzeitig richtig gutes Wetter. Die Sonne schien und es war wirklich warm. Hier auf 4200 Meter. Konnten in Ruhe was zum Mittag essen. Jetzt ist die Sonne weg. Es nähert sich so eine Regenfront und es weht ein eisiger Wind. Innerhalb von wenigen Minuten praktisch. Also wir haben heute schon fast alles durch. Heute Morgen hat es heftig geregnet. Dann war es total schwül und heiß.
Dann hat die Sonne geschienen. Jetzt aktuell ist es kalt und windig. Und so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich auch wieder regnen. Die Schneefallgrenze ist aktuell ca. 1000 Meter höher. Wir haben noch gute 2 Stunden bis zum Lagerplatz Goro 2. Mein Zelt ist total nass. Ich habe das heute Morgen im Regen zusammengepackt. Also auf der linken Seite sind Eisberge, auf der rechten Seite sind Eisberge. Wir haben starken Wind, die gefühlte Temperatur liegt irgendwo deutlich unterhalb des Gefrierpunkts. Wir haben es jetzt ins Lager Goro 2 geschafft. Unmittelbar nach unserer Ankunft hat es angefangen zu regnen. Es ist eins der kältesten Lager auf der ganzen Tour. Mal gucken, wie das Wetter später wird. Wir trinken jetzt mal einen Tee und warten ab. So, heute ist Montag. Wir sind von Urdukas, unserem letzten Lagerplatz, heute zu Goro 2, unserem aktuellen Lagerplatz, gelaufen. Aktuell auf knapp unter 4300 Metern. Der Track ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben vielleicht 5,5 Stunden gebraucht. Man läuft die ganze Zeit auf dem Baltoro-Gletscher entlang und hat zum Teil spektakuläre Aussichten. Links und rechts zum Teil Eisberge, die da stehen. Hier zu meiner Linken ist der Mascherbrunnen mit dem dazugehörigen Gletscher. Hinter mir ist die Gasherbrunnengruppe und auf der rechten Seite kann man in der Ferne noch die Trango Towers sehen. Wir hatten jede Art von Wetter, die man sich praktisch hier vorstellen kann, außer Schnee. Heute Morgen hat es heftig geregnet, dann war es warm und schwül, dann hat die Sonne geschienen und es war trocken und dann war es eisig und es hat ein starker Wind geweht. Jetzt hier hat es auch kurz geregnet, nachdem wir ankamen. Jetzt aktuell ist es sonnig, ist ein bisschen aufgeklärt, aber aus der Gegend, aus der wir kamen, ziehen gerade richtig schwarze Wolken auf, sodass ich denke, es wird wahrscheinlich noch regnen. Morgen gehen wir weiter zum Concordia-Platz.
Ja, wir sind heute etwas später aufgestanden, so gegen 6. Packen unsere Sachen zusammen. Wir sind wie immer die Letzten, die losgehen. Wir sind aber mit weitem Abstand immer die Ersten, die ankommen. Zum Teil mit mehreren Stunden Unterschied. Heute geht es zum Concordia-Platz. Das sind etwa 5 Stunden von hier. Es hat heute Morgen noch mal geregnet, wie eigentlich jeden Morgen in den letzten 7 Tagen. Wir hoffen, dass das Wetter so stabil bleibt, wie es jetzt aktuell ist. Ein bisschen aufklart, das wäre schön. Nachdem der Tag ziemlich bescheiden angefangen hat, ist jetzt so seit ungefähr 1,5 Stunden unterwegs, hat der Himmel aufgeklärt, die Sonne scheint und es ist nicht mehr ganz so kalt. Die Berggipfel lichten sich, man kann endlich was sehen. Ist schön hier. उधर से आगे पास्टोरो पीक जाते हैं सर। Also es gab gerade eine neue Wendung. Wir haben hier Empfang und haben mit der Agentur, die das Ganze hier managt, telefoniert. Ich kann nicht wie geplant den Kairut Peak besteigen, weil es keinen Zugang mehr zum Basecamp gibt. Nachdem am K2 ein High Altitude Porter gestorben und der andere schwer verletzt worden ist, ist der Weg hinter dem K2 Basecamp komplett geschlossen. Außerdem ist der Weg zum Kairut Basecamp von so vielen Gletscherspalten durchzogen, dass die Autoritäten das als zu gefährlich einschätzen und niemandem erlauben, in diese Richtung zu gehen. Keinem Porter, keinem Clients, keinem Guide, niemandem. Also ist jetzt der Plan, dass ich versuche, den Pastore Peak zu besteigen. Der ist 6200 Meter hoch und liegt in unmittelbarer Nähe vom K2.
das erste Mal, dass ich die Höhe wirklich merke. Wir sind auf knapp 4.400 Meter. Und bei den Anstiegen bin ich dann doch etwas mehr außer Atem. Wir sind jetzt vielleicht 15 Minuten von unserem Lagerplatz in Concordia entfernt und werden da die Nacht verbringen. Morgen geht es dann Richtung K2 Basecamp, wo wir nicht übernachten werden, aufgrund der kürzlichen Unglücke da. Übernachten werden wir im Broad Peak Basecamp und für mich geht es dann weiter zum Pastore Peak. Das Wetter ist gut, es ist warm. Leider sind die Wolken, die zwischenzeitlich fast weg waren, wieder da. Aber erfahrungsgemäß wird es so gegen Abend oder nachmittags dann klarer.